Lektion 1. Um Hilfe bitten. Was tun Sie normalerweise, wenn Sie vor Herausforderungen stehen und niemand zur Verfügung steht, um zu helfen? In solchen Situationen wende ich mich oft an Familie und Freunde, um Unterstützung zu erhalten. Das klingt klug. Es ist wichtig, ein Netzwerk von Menschen aufzubauen, auf die wir uns verlassen können. In der Tat. Manchmal kann das bloße Gespräch mit jemandem Klarheit oder sogar eine Lösung bringen. Ich stimme zu. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir in unseren Kämpfen nicht allein sind. Unbedingt. Zusammen können wir jeden Sturm überstehen. Haben Sie jemals eine Zeit erlebt, in der es Ihnen unangenehm war, um Hilfe zu bitten? Das habe ich, aber ich habe gelernt, dass Verwundbarkeit oft eine Stärke ist, keine Schwäche. Sie bringen ein hervorragendes Argument vor. Es erfordert Mut, die Hand auszustrecken. Lektion 2. Room Service Delight. Ich verstehe, dass Sie normalerweise Zimmerservice anbieten. Ist das richtig? Ja, in der Tat. Wir bemühen uns, unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu bieten. Das klingt fantastisch. Die Gäste werden es lieben, bequem von ihrem Zimmer aus zu bestellen. Das tun sie auf jeden Fall. So können sie sich entspannen, während sie eine Mahlzeit genießen, ohne sich umständlich verkleiden zu müssen. Wie herrlich. Welche Arten von Gerichten bestellen Gäste oft? Oh, eine Abwechslung. Von köstlichen Frühstücksartikeln bis hin zu üppigen Abendessen ist für jeden etwas dabei. Das fühlt sich sehr luxuriös an. Es muss den Besuchern ein besonderes Erlebnis bieten. Genau, ein bisschen Genuss trägt wesentlich zur Steigerung der allgemeinen Zufriedenheit bei. Es trägt auch zu einem unvergesslichen Aufenthalt bei. Wer lässt sich nicht gerne verwöhnen? Lektion 3. Engagement für Fitness. Normalerweise trainiere ich jeden Tag etwa 1 Stunde. Das hilft mir, fit zu bleiben. Das ist lobenswert. Regelmäßige Bewegung ist für die Erhaltung der allgemeinen Gesundheit unerlässlich. In der Tat, es ist zu einer Routine geworden, die mir wirklich Spaß macht. Was ist mit dir? Ich versuche auch, körperliche Aktivität in meinen Alltag zu integrieren. Es belebt meinen Geist und Körper. Hervorragend. Welche Aktivitäten bevorzugst du? Ich jogge und mache gerne Yoga. Sie bieten einen großartigen Ausgleich zu meinem Fitnessprogramm. Klingt nach einem abgerundeten Ansatz. Finden Sie Yoga besonders beruhigend? Das tue ich. Es hilft mir, Achtsamkeit zu kultivieren und gleichzeitig die Flexibilität zu verbessern. Das ist eine fantastische Kombination. Vielleicht sollte ich dich irgendwann zu einer Yogasitzung begleiten. Lektion 4. Abenteuer im Kunstunterricht. Ich genieße den Kunstunterricht nach der Schule sehr. Er bietet ein kreatives Ventil. Wie entzückend! Ich nehme an, Sie und Ihre Freunde haben dort eine tolle Zeit. Das tun wir. Oft löschen wir zum Schluss die Tafeln für den Lehrer, was ziemlich unterhaltsam ist. Ich kann mir nur vorstellen, wie amüsant das sein muss. Wettstreitet ihr darum, wer am schnellsten löschen kann? Gelegentlich. Manchmal wird es zu einem spielerischen Rennen. Es macht alles viel Spaß. Das klingt herrlich. Und es muss zur Kameradschaft unter deinen Freunden beitragen. Ganz gewiss. Es fördert das Gefühl der Teamarbeit, wenn wir uns auf unsere künstlerischen Probleme einlassen. Ich finde es toll, wie Kreativität zu so schönen Momenten führen kann. Jeder Pinselstrich oder jede radierte Linie bringt Gelächter hervor. Das ist ziemlich befreiend. Lektion 5. Einheit in Vielfalt. Haben Sie die Stärke bemerkt, die von der Zusammenarbeit verschiedener ethnischer Gruppen ausgeht? In der Tat.
Egal, ob es sich um Schwarze, Hispanoamerikaner, Indianer oder eine andere Gruppe handelt, jede Gruppe bringt einzigartige Beiträge ein. Unbedingt. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe vereint sind. Genau. Jede Kultur fügt unseren gemeinsamen Erfahrungen eine reiche Ebene hinzu, ähnlich wie ein bunter Wandteppich. Es ist wichtig, dass wir diese Unterschiede feiern, da sie das Verständnis und die Inklusivität fördern. Genau. Wenn wir zusammenkommen, schaffen wir mehr Möglichkeiten für alle und bauen Barrieren ab. Gut gesagt. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppen bildet in der Tat die Grundlage für bedeutende Fortschritte. Ich glaube, dass Einigkeit Innovation fördert und es uns ermöglicht, Herausforderungen kreativ anzugehen. Gemeinsam können wir vorankommen und eine Zukunft schaffen, in der es allen gut geht. Lektion 6. Tropische Köstlichkeiten? Haben Sie jemals eine Insel besucht, die für ihre köstlichen Meeresfrüchte und frischen tropischen Früchte bekannt ist? Ja. Meine letzte Reise auf eine solche Insel war einfach atemberaubend. Die Aromen waren außergewöhnlich. Das kann ich mir nur vorstellen. Die Kombination aus frischem Fisch und lebendigen Früchten muss herrlich gewesen sein. Unbedingt. Es hat etwas Magisches an sich, Essen zu probieren, das direkt auf der Insel geerntet wird. In der Tat. Es ist, als ob jeder Bissen eine Geschichte über seinen Ursprung erzählt. Außerdem ist die Atmosphäre auf Inseln immer so entspannt, was das kulinarische Erlebnis verbessert. Ich stimme zu. Das Essen im Freien mit der Meeresbrise ist ein wahrer Genuss. Ja, haben Sie bestimmte Gerichte probiert, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben? Das gegrillte Mahi-Mahi war phänomenal. Es wurde mit einer tropischen Salsa voller Geschmack kombiniert. Lektion 7. Den Wandel annehmen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie Veränderungen zu neuen Möglichkeiten führen können? Unbedingt. Veränderung ebnet oft den Weg für persönliches Wachstum und Erfüllung. Es ist wahr, viele fürchten Veränderungen, doch sie können ein wunderbarer Katalysator für Veränderungen sein. Ja, es kann sich entmutigend anfühlen, wird aber oft zu einem Sprungbrett für größere Möglichkeiten. Genau richtig. Veränderungen anzunehmen kann Türen öffnen, von denen wir nie wussten, dass sie existieren. Darüber hinaus ermöglicht es uns, unsere Wege neu zu definieren und unerforschte Gebiete zu erkunden. Genau. Manchmal sind es die eingegangenen Risiken und der große Vertrauensvorsprung, die zu den lohnendsten Ergebnissen führen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Würden Sie sagen, dass Sie bedeutende Veränderungen in Ihrem Leben erlebt haben? Hab ich. Jede Veränderung hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Lektion 8. Die Schönheit von Parks. Wussten Sie, dass der Park 1919 gegründet wurde? Wirklich? Es hört sich an, als hätte es eine ziemliche Geschichte. Was war es an der Website, das Sie zu Ihrer Erstellung inspiriert hat? Nun, der Colorado River fließt durch trockenes Land. Und der Park dient als lebendige Oase inmitten trockener Landschaften. Das muss einen ziemlichen Kontrast bieten. Ein üppiges Refugium inmitten von kargem Land. Genau. Es zieht Naturliebhaber und Abenteurer gleichermaßen an, die Zuflucht vor der Hitze suchen. Ich kann mir nur vorstellen, wie schön es sein muss, besonders während der Wildblumenblüte. Ja, diese Farben verwandeln den Park in die Lebendigkeit eines Malers. Es klingt nach einem perfekten Kurzurlaub für jemanden, der Ruhe sucht.
Unbedingt. Die Natur hat die Möglichkeit, den Geist wiederzubeleben, besonders in solch malerischen Umgebungen. Lektion 9. Neugier hinterfragen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie wichtig Fragen sind, die mit wer beginnen? Ganz gewiss. Fragen wie, wer ist das Mädchen im blauen Kleid, kann Neugier und Diskussionen auslösen. Unbedingt. Es ist faszinierend, wie solche Fragen zu tieferen Erzählungen führen können. Ja, sie führen oft zur Erkundung von Geschichten und den Verbindungen zwischen Menschen. Und es unterstreicht, wie wichtig es ist, unsere Umgebung und die Charaktere in ihr zu verstehen. Gut gesagt. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise, die es wert ist, kennengelernt zu werden. Genau. Es spiegelt unseren inneren Wunsch wider, uns mit anderen zu verbinden und mit ihnen in Beziehung zu treten. Fragen können die Brücke sein, die verschiedene Perspektiven zusammenbringt. Wer hätte gedacht, dass das Stellen einer einfachen Frage einen reichen Wandteppich von Leben enthüllen kann? Lektion 10. Medizinische Überlegungen. Haben Sie Brustschmerzen oder Fieber? Nein, ich spüre nur ein Kribbeln in meinem Hals. Es ist ziemlich lästig. Das klingt unbequem. Hast du irgendwelche Heilmittel ausprobiert? Ich habe Honig und warmen Tee probiert, aber es scheint stur zu sein. Vielleicht reicht ein Löffel Ingwer. Es kann sehr effektiv sein. Das ist ein großartiger Vorschlag. Ich werde es versuchen. Erleben Sie solche Empfindungen oft bei Wetteränderungen? Oft. Mein Körper scheint mir zu signalisieren, wann immer es eine Veränderung gibt, wie eine Wetterfahne. Eine ziemlich kreative Analogie. Es ist, als ob Sie ein eingebautes Barometer besitzen. Lektion 11. Tech Talk. Ist das ein 15-Zoll-Laptop, den Sie tragen? Ja, in der Tat. Es ist mein treuer Begleiter für Arbeit und Freizeit. Es hat die perfekte Größe für Portabilität. Hast du eine spezielle Tasche dafür? Ja, ich habe eine Schutzhülle, die es vor Kratzern und Stößen schützt. Das klingt praktisch. Es ist wichtig, diese wertvolle Technologie zu schützen. In der Tat. Außerdem ist die Tasche stilvoll, was ein zusätzlicher Bonus ist. Eine Win-Win-Situation. Ich würde gerne auch eine modische und dennoch funktionale Tasche für mein Tablet finden. Das kann eine ziemliche Herausforderung sein. Haben Sie die Optionen im örtlichen Tech-Store erkundet? Das habe ich. Aber oft ist die Auswahl entweder langweilig oder überteuert. Lektion 12. Leben auf anderen Planeten. Ich denke oft über die Bedingungen nach, unter denen sich intelligentes Leben in diesem Universum entwickeln kann. Faszinierender Gedanke. Es scheint höchst unwahrscheinlich, dass es auf einem Planeten vorkommt. In der Tat. Die Chancen werden in wissenschaftlichen Kreisen oft diskutiert, finden Sie nicht? Ja. Es wirft Fragen auf, wie einzigartig unser Planet wirklich ist. Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Faktor für die Entwicklung des Lebens? Vielleicht ein stabiles Klima und Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen wie Wasser? Sehr gültige Punkte. Es scheint, dass viele Bedingungen perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen, ähnlich wie bei einem kosmischen Rätsel. In der Tat. Und wenn intelligentes Leben woanders existieren würde, wie könnten sie aussehen? Man kann sich das nur vorstellen. Sie könnten ganz anders sein als wir. Lektion 13. Check-in am Morgen. Guten Morgen. Wie hast du letzte Nacht geschlafen? Guten Morgen.
Ich hatte einen erholsamen Schlaf, danke der Nachfrage. Wie steht's mit dir? Ich habe auch ziemlich gut geschlafen. Es scheint, dass heute ein guter Anfang ist. In der Tat. Ein erfrischender Start kann den Ton für den ganzen Tag angeben. Unbedingt. Ich finde immer, dass ein guter Morgen zu endlosen Möglichkeiten führen kann. Ganz richtig. Welche Pläne hast du für den kommenden Tag? Ich habe ein paar Besorgungen zu erledigen. Vielleicht belohne ich mich danach mit Kaffee. Eine großartige Idee. Welchen Geschmack bevorzugst du? Ich genieße einen Karamelllatte. Er verleiht meinem Tag eine süße Note. Lektion 14. Simpsons Vermächtnis. Der berühmte Freispruch der Simpsons war mehr als nur ein Mordprozess. Finden Sie nicht? Unbedingt. Es hob die in der Gesellschaft vorherrschenden Rassenspannungen hervor. In der Tat. Der Prozess wurde zu einem Spiegelbild größerer sozialer Probleme der damaligen Zeit. Es diente als unerwarteter Einblick in das Justizsystem und seine Auswirkungen. Der Medienrummel rund um den Prozess war auch etwas ganz Außergewöhnliches. Genau. Es war, als wäre der Prozess zu einem kulturellen Phänomen geworden. Und es löste große Diskussionen über die Rassenbeziehungen in Amerika aus. Ja, es hat gezeigt, wie eng Gerechtigkeit und gesellschaftliche Wahrnehmung miteinander verflochten sein können. Noch heute dient die Studie als bedeutende Fallstudie in Recht und Soziologie. Lektion 15. Grundlagen des Fahrens. Wenn es darum geht, Autofahren zu lernen, ist es wichtig, das Beschleunigen und Verlangsamen zu üben, richtig? Unbedingt. Diese Fähigkeiten sind für jeden erfolgreichen Fahrer von grundlegender Bedeutung. Zunächst ist es gut, das Fahren auf einer großen offenen Fläche zu üben, zum Beispiel auf einem leeren Parkplatz. Ja, es bietet eine sichere Umgebung, um diese grundlegenden Manöver zu meistern. Ich erinnere mich, dass ich mich zuerst überwältigt fühlte, aber leere Räume halfen mir, Selbstvertrauen zu gewinnen. Das ist oft der Fall. Jeder fängt irgendwo an. Sobald diese Grundlagen gemeistert sind, fühlt sich das Fahren im Verkehr viel weniger einschüchternd an. In der Tat, allmählicher Kontakt mit stark befahrenen Straßen kann zu verbesserten Fahrfähigkeiten führen. Welche Tipps hast du für jemanden, der gerade Autofahren lernt? Lektion 16. Natur und Geschichte. Erleben Sie lieber die Schönheit der Natur oder besuchen Sie historische Stätten? Ich genieße beides. Ich neige jedoch zu historischen Städten. Eine Mischung aus beidem könnte also das Beste aus beiden Welten bieten. Unbedingt. Vielleicht wäre es ideal, antike Ruinen inmitten atemberaubender Landschaften zu besuchen. Das klingt großartig. Es schafft eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ja, die Geschichte hat ihre Art, Landschaften zu formen, nicht wahr? Das tut es auf jeden Fall. Die Geschichten hinter jedem Denkmal faszinieren mich. Und an so schönen Orten zu sein, kann ein Gefühl des Staunens über die Zeit hervorrufen. Ich stimme zu. Natur und Geschichte schaffen zusammen unvergessliche Erlebnisse. Lektion 17. Mysteriöse Skepsis. Ich habe gerade angefangen, einen Kriminalroman über eine vermisste Person zu lesen. Das klingt aufregend. Oh, wer ist der Autor? Es wurde von einem renommierten Kriminalautor geschrieben. Ich bin neugierig. Was an der Handlung fasziniert dich am meisten? Die Drehungen und Wendungen lassen mich raten. Jede Seite enthüllt einen neuen Hinweis.
Ich liebe es, wenn ein Roman dich auf Trab hält. Genau. Die Spannung verleiht der Erzählung eine spannende Ebene. Klingt faszinierend. Ich werde es lesen müssen, wenn du fertig bist. Ich leihe es Ihnen gerne aus. Lektion 18. Thanksgiving-Traditionen. Heute wird die Tradition des Erntedankfestes fortgesetzt und Familien kommen zusammen, um zu feiern. Es ist in der Tat eine herzerwärmende Tradition. Nehmen Sie mit Ihrer Familie an den Feierlichkeiten teil? Ganz gewiss. Wir versammeln uns, um uns an einem großen Vogel, typischerweise einem Truthahn, zu erfreuen, auf den sich alle freuen. Die Zubereitung von Truthahn ist eine echte Herzensangelegenheit. Was servieren Sie normalerweise zusammen? Normalerweise haben wir Füllung, Kartoffelpüree und Preiselbeersoße. Es ist ein Füllhorn an Aromen. Klingt köstlich. Hast du irgendwelche Geheimrezepte, denen du folgst? Das tue ich. Das Füllrezept meiner Großmutter ist ein gehütetes Familiengeheimnis. Es enthält Kräuter, die das Gericht wirklich aufwerten. Ich würde es gerne lernen. Vielleicht könnten wir vor den Ferien zusammen kochen. Eine großartige Idee. Das Teilen von Familienrezepten ist wie die Weitergabe eines Teils unserer Kultur. Lektion 19. Kunstvolle Ausflüge. Ich habe vor, dieses Wochenende eine Kunstgalerie zu besuchen. Möchtest du mitmachen? Das würde ich sehr gerne. Galerien inspirieren auf irgendeine Weise zur Kreativität. Unbedingt. Stört es Sie, wenn ich mich dir auch anschließe? Ganz und gar nicht. Je mehr, desto besser. Wir können gemeinsam Kunst schätzen. Perfekt. Es ist immer wieder faszinierend, über unsere Interpretationen der Stücke zu diskutieren. In der Tat. Kunst kann ein großartiger Katalysator für Gespräche sein. Genau. Haben Sie einen bestimmten Künstler oder eine bestimmte Ausstellung im Sinn? Ich mag die impressionistische Kunst besonders. Diese Pinselstriche haben etwas Magisches an sich. Ah ja. Die Art und Weise, wie sie Licht und Bewegung einfangen, ist faszinierend. Lektion 20. Einblicke in die Sicherheit. Kennen Sie die Rolle von Sicherheitshunden am Flughafen? Ja, sie sind unerlässlich, um illegale Gegenstände zu erkennen, richtig? Genau. Ihr ausgeprägter Geruchssinn ist von unschätzbarem Wert für die Sicherheit von Reisenden. Es ist faszinierend, wie sie Substanzen erkennen können, die für menschliche Sinne nicht nachweisbar sind. Genau. Sie sind wie Superhelden mit außergewöhnlichen Kräften. In der Tat. Ich würde sagen, sie verdienen Ehrenabzeichen für ihren Dienst. Unbedingt. Ihre Beiträge bleiben die meiste Zeit unerkannt. Es lässt einen die harte Arbeit und das Training schätzen, die in diesen unglaublichen Hunden stecken. Ganz richtig. Es ist bemerkenswert, wie eine Kreatur dazu beitragen kann, die Sicherheit in einem so großen Ausmaß aufrechtzuerhalten. Lektion 21. Zukünftige Ausstellungen. Für kommende Ausstellungen halte ich es für lobenswert, sich frühzeitig vorzubereiten, nicht wahr? Unbedingt. Eine vorausschauende Planung sorgt für ein reibungsloseres Erlebnis für alle Beteiligten. Es ist wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, die das Thema der Ausstellung widerspiegelt. In der Tat. Das Ambiente gibt den Ton an und ermöglicht es den Besuchern, sich voll und ganz zu engagieren. Haben Sie Ausstellungen besucht, die Sie nachhaltig beeindruckt haben? Ja, ich erinnere mich an eine lokale Kunstmesse, auf der Künstler aus der Gemeinde vorgestellt wurden. Die Kreativität war ansteckend. Wie wunderbar!
Solche Veranstaltungen fördern Verbindungen und ermöglichen es Künstlern, ihre Geschichten zu teilen. Genau. Es überbrückt Lücken und fördert die Zusammenarbeit zwischen Kreativen. Es scheint wichtig zu sein, lokale Künstler auf unschätzbare Weise zu unterstützen. Lektion 22. Schätze aus dem Flohmarkt. Ist Ihnen jemals aufgefallen, dass Händler oft vor anderen um den Flohmarkt rennen? Ja. Sie wollen sich sicherlich die besten Angebote sichern, bevor sie verschwinden. Es scheint strategisch. Der Frühaufsteher kriegt bestimmt den Wurm, finden Sie nicht? Einverstanden. Auf diese Weise haben Sie die beste Auswahl zur Auswahl. Es macht absolut Sinn. Jeder Schatz verdient ein eifriges Auge, um ihn zu finden. Ganz richtig. Es ist amüsant, wie ein kleiner Wettbewerb eine solche Begeisterung auslösen kann. Unbedingt. Man weiß nie, welche Edelsteine in den alten Habseligkeiten von jemandem erwarten. Und oft können diese versteckten Juwelen zu wertvollen Erinnerungsstücken werden. Genau. Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende ein Flohmarktabenteuer planen? Lektion 23. Skandinavische Gelassenheit. Haben Sie gehört, wie skandinavische Länder heute gesehen werden? Ja, sie sind als außergewöhnlich friedliebende Nationen bekannt. Es ist sehr lobenswert. Welche Faktoren tragen zu diesem Ruf bei? Ich glaube, dass ihr starker Fokus auf soziale Wohlfahrt und Gleichheit eine wichtige Rolle spielt. In der Tat. Die Betonung der Gemeinschaft gegenüber der Individualität fördert die Harmonie. Ganz richtig. Ihre fortschrittliche Politik schafft ein unterstützendes Umfeld für alle. Darüber hinaus trägt die hohe Lebensqualität zu einem friedlichen Leben bei. Unbedingt. Es scheint, dass Konflikte unwahrscheinlicher werden, wenn die Menschen zufrieden sind. Es ist ein herrlicher Gedanke, Nachbarschaften, die auf Mitgefühl und Verständnis basieren. Lektion 24. Organisatorische Unterstützung. Benötigen Sie Unterstützung bei der Organisation von Besprechungen oder Terminen? Das wäre unglaublich hilfreich. Es kann manchmal überwältigend sein, alles zu koordinieren. Ich verstehe das vollkommen. Ein gut strukturierter Zeitplan macht den Unterschied. In der Tat. Ich finde oft, dass mein Leben ohne einen soliden Plan chaotisch wird. Welche Tools oder Methoden verwenden Sie normalerweise für die Organisation? Ich verlasse mich stark auf digitale Kalender. Sie speichern alles an einem Ort und erinnern mich daran. Gute Wahl. Würden Sie einen traditionelleren Ansatz wie einen Planer oder ein Notizbuch bevorzugen? Ich habe beide ausprobiert, aber ich finde, dass digitale Tools für meine Bedürfnisse effizienter sind. Ganz praktisch. Die Möglichkeit, Erinnerungen einzustellen, ist ein Lebensretter. Lektion 25. Die Fülle der Natur. Mount Assiniboine und die atemberaubenden Landschaften entlang der Grenze zwischen Alberta und British Columbia sind faszinierend, finden Sie nicht? Unbedingt. Die 7 Naturschutzgebiete ziehen jedes Jahr mehr Besucher wegen ihrer atemberaubenden Aussicht an. In der Tat. Es ist bemerkenswert, wie die Natur Menschen dazu bringen kann, ihre Schönheit zu erkunden. Ganz richtig. Jeder Berg scheint eine Geschichte in sein felsiges Gesicht eingebrannt zu haben. Ja, Wandern in solch landschaftlich reizvollen Gebieten muss sich wie ein großes Abenteuer anfühlen. Das ist es wirklich. Die frische Luft und die atemberaubenden Panoramen verjüngen Körper und Geist. Ich könnte Tage damit verbringen, auf diesen Pfaden zu wandern und neue Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Ich auch. Die Ruhe der Natur bietet eine perfekte Kulisse zum Nachdenken.
Und vergessen wir nicht die Tierwelt. Jede Ecke kann ihre eigenen faszinierenden Bewohner enthüllen. Lektion 26, Erntedankfest. Freust du dich auf die bevorstehende Thanksgiving-Feier? Unbedingt. Es ist eine wunderbare Zeit für Familien, sich zu versammeln. Normalerweise essen wir einen großen Vogel, nicht wahr? Ja, in der Tat. Der Truthahn ist wie der Star der Show. Ich muss sagen, die Zubereitung, die zum Kochen gehört, kann eine ziemliche Aufgabe sein. Genau. In meiner Familie wird oft über das beste Füllrezept diskutiert. Jeder hat seine eigene Meinung. Ah, der Kampf um die Füllung. Gewinnt Salbei oder traditionelles Brot? Es ist sicherlich ein umstrittenes Thema, aber am Ende gehen alle mit vollen Bäuchen und glücklichen Herzen. Nun, darauf kommt es an. Die geheime Zutat ist immer Liebe, glaube ich. Gut ausgedrückt. Vielleicht sollten wir dieses Jahr alle versuchen, ein neues Gericht auf den Tisch zu bringen. Lektion 27. Unterstützung suchen. Wie suchen Sie in der Regel nach Hilfe, wenn Sie auf Herausforderungen stoßen? Normalerweise wende ich mich an Familie und Freunde, um Unterstützung zu erhalten. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich in meinen Kämpfen nicht allein bin. Das klingt klug. Gemeinschaft und Verbindung können in schwierigen Zeiten einen enormen Unterschied machen. Unbedingt. Manchmal ist ein offenes Ohr alles, was man braucht, um sich besser zu fühlen. Stimmt. Es ist wichtig, ein Unterstützungsnetzwerk aufzubauen, insbesondere bei Herausforderungen. Haben Sie jemals gezögert, Kontakt aufzunehmen? Habe ich. Es kann schwierig sein, zuzugeben, wenn man Hilfe braucht, aber es ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche. Gut gesagt. Jedes Mal, wenn ich Kontakt aufnehme, stelle ich fest, dass Freunde eher bereit sind zu helfen, als ich ursprünglich dachte. Ja, es kann tiefere Verbindungen fördern und Beziehungen stärken. Lektion 28. Zimmerservice Luxus. Ich glaube, die meisten Hotels bieten Zimmerservice für ein gemütliches kulinarisches Erlebnis. Ja, das tun sie. Es ermöglicht den Gästen, Mahlzeiten zu genießen, ohne sich umständlich verkleiden zu müssen. Wie luxuriös. Welche Art von Gerichten bestellst du gerne? Auf Reisen frühstücke ich am liebsten im Bett. Eine heiße Tasse Kaffee und Gebäck können jeden Morgen verschönern. Das klingt herrlich. Es ist etwas Besonderes, das Frühstück in aller Ruhe zu genießen. Unbedingt. Und zum Abendessen weckt immer etwas Lokales mein Interesse. Toller Ansatz. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die Küche der Region zu erkunden. Definitiv. Außerdem ist der Komfort des Zimmerservice nach einem langen Tag voller Entdeckungen kaum zu übertreffen. Ganz richtig. Es verleiht dem Reiseerlebnis eine zusätzliche Ebene von Komfort, nicht wahr? Lektion 29. Forschungsexkursionen. Strände und Berge bieten die perfekten Möglichkeiten für einen Kurzurlaub. Das ist eine tolle Idee. Wir können auch recherchieren, was jeder Standort bietet. Ich werde nach den besten Stränden für Sonnenuntergänge und Entspannung suchen. In der Zwischenzeit werde ich spannende Bergpfade für Wanderabenteuer finden. Perfekt. Wir können gemeinsam eine umfassende Reiseroute erstellen. Ein wunderbarer Plan. Neue Orte zu erkunden ist immer aufregend. Was ist mit lokalen Restaurants? Es ist wichtig, neue Lebensmittel auszuprobieren. Unbedingt. Jede Region hat normalerweise einzigartige kulinarische Köstlichkeiten. Denken Sie, wir sollten auch in Betracht ziehen, lokale Kulturstätten zu besuchen?
Lektion 30. Entscheidungen entrümpeln. Das macht Sinn. Was machst du mit all dem Zeug, das du entrümpelst? Normalerweise spende ich Artikel, die sich noch in einem guten Zustand befinden. Eine edle Wahl. Geben ist immer eine lobenswerte Handlung. Ich stimme zu. Andere profitieren stark von dem, was wir nicht mehr brauchen. Haben Sie jemals versucht, einen Ihrer Artikel online zu verkaufen? Gelegentlich. Es kann sehr lohnend, aber auch zeitaufwendig sein. Das kann ich mir vorstellen. In dem, was wir als Müll betrachten, könnte ein Schatz gefunden werden. Genau. Der Schatz von jemand anderem ist in unseren Entrümpeln versteckt. Was für eine schöne Art, Nachhaltigkeit zu praktizieren. Lektion 31. Einzigartige Funde. Beim Einkaufen ist es wichtig, nach solchen Unikaten Ausschau zu halten. Ich verstehe das vollkommen. Etwas Besonderes zu finden kann aufregend sein. Es gibt dir ein Gefühl von Individualität, nicht wahr? Unbedingt. Ein Unikat erzählt eine ganz eigene Geschichte. Es ist, als würden Sie verborgene Schätze entdecken, die auf Ihre Bewunderung warten. Genau. Und jedes Stück verleiht ihrer Sammlung Charakter. Ich fühle mich immer erfolgreich, wenn ich etwas Seltenes entdecke. Die Zufriedenheit ist beispiellos. Welche Unikate hast du gefunden? Ich habe einmal eine alte Schreibmaschine mit einer faszinierenden Geschichte gefunden. Lektion 32. Monopolgewinne. Dieses Geschäftsmodell generiert sehr hohe Gewinne, da sie auf dem Eishockeymarkt ein Monopol haben. Sie könnten den Verkauf und Handel von Spielern bei Bedarf einschränken. Es scheint ein bisschen unfair für die Spieler, nicht wahr? Es ist sicherlich eine komplexe Situation, die Gewinn und Fairness in Einklang bringt. Die Kontrolle über die Spieler kann auch zu überhöhten Verträgen führen. Genau, die Talente der Spieler sind oft in diesen Deals gefangen. Da wundert man sich über die Ethik solcher Monopole. Gewinne sollten nicht auf Kosten der Fairness gehen. Vielleicht sind neue Vorschriften notwendig, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Lektion 33. Abteilungsdynamik. In welcher Abteilung arbeitest du? Ich bin in der Finanzabteilung. Wie gefällt dir deine Rolle? Ich bin im Marketing und es ist ziemlich dynamisch. Marketing muss aufregend sein. So viele kreative Möglichkeiten. In der Tat. Jede Kampagne fühlt sich an wie ein neues Abenteuer. Das klingt lohnend. Was war Ihre erfolgreichste Kampagne? Wir haben ein Produkt mit einer auffälligen Werbung auf den Markt gebracht und fantastische Ergebnisse erzielt. Eine gute Marketingstrategie macht immer einen Unterschied. Ja, Zahlen können ziemlich aufregend sein, genau wie Ihre Finanzwelt. Lektion 34. Gesundes Essen. Ich denke, wir sollten mehr pflanzliche Mahlzeiten in unsere Ernährung aufnehmen. Das ist genial. Sie können so lecker und nahrhaft sein. Genau. Es gibt unzählige Rezepte zu entdecken. Außerdem fördern sie eine bessere Gesundheit und sind umweltfreundlich. Es ist eine Win-Win-Situation. Was hast du in letzter Zeit versucht? Ich habe einen herrlichen Kichererbsensalat mit viel buntem Gemüse zubereitet. Das klingt lebendig und erfüllend. Ich bin fasziniert. Ich freue mich, das Rezept zu teilen. Was ist mit dir? Ich habe kürzlich ein Linsencurry probiert, das mich umgehauen hat.
Lektion 35. Abgelenktes Leben. Das ist wahr. Durch unser ständiges Scrollen verpassen wir so viel. Es ist ziemlich alarmierend, wie wir an unseren Bildschirmen kleben. Richtig? Wir vergessen oft, die Welt um uns herum zu schätzen. In der Tat. Es kann jedoch schwierig sein, die Gewohnheit zu brechen. Vielleicht sollten wir bestimmte bildschirmfreie Stunden einplanen? Eine wunderbare Idee. Es könnte unsere sozialen Verpflichtungen besser erfüllen. Ja, die persönliche Wiederverbindung kann echte Momente zurückbringen. Unbedingt. Lassen Sie uns einige Ausflüge außerhalb unserer Bildschirme planen. Stell dir die Geschichten vor, die wir ohne Telefone schreiben werden.